Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einem weiteren Video hier bei Pile of Fame. Heute mal mit ein bisschen einem anderen Spielchen, nämlich Oaken Tower. War ein ziemlicher Hype jetzt. Ich natürlich too late for the party. Aber ja, was heißt too late for the party? Ich habe es ein bisschen im Hintergrund gespielt, mir gefällt es ganz gut, aber ich habe erstmal beschlossen, es nicht auf dem Kanal zu verwenden, weil es nicht so ganz in in meine üblichen Spiele wirklich reinpasst. Trotzdem finde ich es irgendwie cool. Was ist Oaken Tower für all die, die genauso wie ich ein bisschen zu spät für die Party sind? Oaken Tower könnte man beschreiben als PvP Auto-Battler. Ja, mit so ein bisschen Roguelite und vielleicht ein bisschen Deckbilder, obwohl man eigentlich nichts mit Karten macht. Aber das zeige ich euch später. Im Endeffekt geht es darum, man hat so eine Art Turm und bekommt dann im Shop und durch Belohnungen immer wieder so neue Items. Und die Items kombinieren cool miteinander, man kann skalieren und kämpft dann, wie so ein asynchroner Auto-Battler halt an sich hat, gegen die Builds von anderen Menschen auf der ganzen Welt. Jo, das haben wir ein bisschen gemacht und jetzt zeige ich euch mal meinen bisher mit Abstand besten Run, der mich auf Gold 3 gebracht hat. Ja, den Aufbaupart habe ich euch jetzt mal ein bisschen erspart. Wir fangen mittendrin an. Da ist das ganze Setup schon relativ weit. Ich werde es euch erklären, warum, wie und wie ich dorthin gekommen bin. Wer Lust hat auf so einen Content, der kann gerne in den Kommentaren was dazu schreiben. Likes freue ich mich natürlich auch immer. Und das Übliche, was man halt so bei YouTube gerne hat. Also lasst ein bisschen Liebe da, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr interessiert seid, wie man den Grundaufbau macht, schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Gut. Dann gehen wir jetzt mal einfach rein und schauen, ob uns der Bild endlich mal zu Tag 100 bringt. Viel Spaß dabei. Und wie immer, lasst gerne ein Abo da. Tag 66, 60 Siege. Ich sage euch kurz mal, wie mein Bild knallt. Boom. Eigentlich schon mal ganz nett. Schaden und so weiter kommt nachher. Wir verdienen eine Menge Geld. So, nun zum Aufbau des Ganzen. Wir haben 1000 Cuts. Den haben wir ein bisschen nach oben skaliert. Mit unterschiedlichen Sachen. Haben wir über den Amboss gewonnen, ein bisschen vorher, kommt später. Nightbloom, das Schild der Hexe, super wichtig am Anfang, vor allem bei eins der ersten Items. Gibt dermaßen geil viel Schild und jetzt hier seht ihr durch den Hexenansatz am Anfang auch jede Menge Tränke. Der astrale Hammer steht im Zentrum des Ganzen. Was ist das Coole dran? Er skaliert halt Schaden wie doof und triggert unendlich oft, wie ihr hier drin seht. Jo, den haben wir weichen hochskaliert, mehrere Kopien gemacht. Da sind wir mit diesem einen Stab, komme ich nachher dazu, relativ krass reingegangen. Ihr seht, er reißt brutal viel Schaden. Das sind jetzt 11 Millionen mit einem Schlag, hat 44 mal Multicasts, jede Menge Buffs drauf, Gift, Bleed, Schock. Also ein einziges herrliches Monster im Endeffekt. Seht ihr im Hintergrund, das war in der Skalierung wichtig, wir haben mit Pandoras Box ein bisschen gemacht. Nun zu Nightquill. Was macht Nightquill? Er triggert im Prinzip die Start of Combat Effekte 6-mal zusätzlich. Start of Combat haben wir eigentlich auf fast einem bis auf ein Schild drauf. Unten der Dark Orb triggert gleich am Anfang noch alle Dark Items. Das ist praktisch so eine nette kleine Kombination, um einfach am Anfang, bevor der Kampf überhaupt losgeht, normal brauchen Items eine Sekunde, massiv Schaden rauszugeben. Ihr seht auch hier, ich habe ein paar Tränke draufgeschmissen, also brutal. Der Dark Orb, wie bei den meisten Meta-Builds, im Zentrum des Ganzen. Er triggert einfach unendlich oft. Dann haben wir noch das Dark Necklace. Jo, wieder mal Start of Combat, nochmal 4 Times. Gehen wir mal rein. In den Shop. Ja, ich habe Geld, wie Heu. Ich kopiere Items über die Pandora-Slots permanent nebenbei. Wir haben Tränkegürtel wie doof und mit dem bekommen wir halt jede Menge Graffel, was wichtig für die Skalierung ist. Vor allem am Anfang. Hexe war quasi so das Startbild. Ja, was mache ich? Ich schmeiß einfach alles irgendwie, was so an Effekten, Buffs, Schaden, blub, da ist auf entweder 1000 Cuts oder den Hammer. Was geil ist im Hintergrund, das ist auch Skalierung Hexe, seht ihr nachher, diese Kerzen. Neben dem, sagen wir mal, primären Tag Darkness, der quasi mit dem Orb funktioniert und damit diese Starteffekte ganz am Anfang auslöst, ist halt die Kerze brutal wichtig für die Skalierung bei der Hexe, neben den Tränken. Was macht die Kerze, wenn man sie auf Stufe 3 bringt? Kriegt jedes Hexen-Item Schaden, sobald ein Trank irgendwie ausgelöst ist. Habe ich hier auch eigentlich für die Skalierung ein bisschen verballert, weil ich hätte es eigentlich nur auf die Items draufgeben sollen, die wirklich knallen. Sagony Orb, ja, Drachenkugel heißt der, glaube ich, auf Deutsch, bringt Geld und jede Menge Leben. Das war am Anfang wichtig. Simple Curses, immer geil. Habe ich im Prinzip zur Trankgenerierung am Anfang benutzt. Jetzt zu dieser Phase des Builds ist es nicht mehr wichtig. Aber vor allem am Anfang im Setup, also wenn ihr es bekommt, nehmt das Ding mit.
meine Empfehlung. Ich finde Hexe am Anfang nämlich eigentlich fast den besten Weg, weil man enorm viele Möglichkeiten bekommt durch die ganzen Tränke und dass Tags verteilt werden können. Man bekommt die schönen Schmiede-Dinger auch, diese roten Teile da unten. Also sehr gut. Da seht ihr noch so ein paar Sachen, die ich eben quasi am Anfang gebraucht habe. Den Hammer habe ich so dermaßen unendlich oft kopiert, weil er am Anfang noch so eine Fähigkeit hat, wenn man 4 davon hat, skaliert er besser. Ja, das ist so ein bisschen so, wie kommen wir rein? Zu dem Zeitpunkt jetzt hier mit knapp 1,2 Millionen Leben, Schaden, dass es wirklich dermaßen krass knallt, brauchen wir eigentlich nichts mehr kaufen. Gehen wir mal wieder rein, bumm, knallen den nächsten weg. Ja, ihr seht schon, wir haben so ein bisschen Schaden ausgeteilt. Irgendwie alleine 1000 Cuts, 114 Millionen Schaden, da haben wir 117 Millionen. Leider auch die anderen Elemente, das wird wahrscheinlich später ein Problem werden, haben nicht so krass ihre passiven Fähigkeiten triggern können, weil ich halt irgendwie überall Hexe draufknallt habe. In meinem jugendlichen Übermut. Das heißt, wir dealen eigentlich viel zu viel Schaden und ballern selbst irgendwelche Builds weg. Der Kollege hier drüben, Willi, hat was Ähnliches gewählt, auch den astralen Hammer. Das geile Schild, auf das habe ich verzichtet, hätte man auch anders machen können, was auch ziemlich cool ist. Aber ja, sagen wir so, mein Bild knallt eigentlich auch ausreichend gut. Insofern gar nicht so wichtig, das Ganze. So, schauen wir uns doch mal hier den Hammer vom Konkurrenten an. Ja, die sind schon auch ganz nett. So, aber mal weiter. Tag 69 auf unserem netten kleinen Versuch Richtung Tag 100 mal zu kommen. Verkaufen wir erstmal wieder alles. Ja, leveln ein bisschen. Wir haben ja das Geld. Inzwischen haben wir natürlich, wenn das unten neu anschaut, auch Income relativ krass hochgejazzt. Auch hier wieder was die Hexe halt geil macht. Man bekommt immer wieder ein bisschen Vermögen oder sonst irgendwas über Tränke. Cooldowns lassen sich gut reduzieren. Was ich noch nicht gesagt habe, aber natürlich ist alles auf 1 Sekunde. Ich habe Tags unendlich verteilt auf alles. Schaden, Buffs. Ah ja, ist mehr als genug. Vielleicht noch ganz nett, wie komme ich so zu so vielen Tränken zum jetzigen Zeitpunkt? Das waren und sind eigentlich fast nur noch die Tränkegürtel. Die habe ich mit dieser Mimic Rod ein bisschen, ja, kopiert. Das ist vielleicht für euch, auch wenn ihr die seht, die Mimic Rod, ich würde sagen, nehmt sie immer mit, genauso wie Pandoras Kiste. Schauen wir uns noch mal ein paar Items an, da habe ich vorher schon was dazu gesagt, Symbol Curses auch. Jo, was haben wir noch vergessen? Diesen Mondstab hier, die Potion Bells, ja, unendlich viele, schaue ich jetzt nicht mehr genauer an. Lost Fragment auch immer wichtig. Astraler Hammer hatten wir, Mimic Rod, hatte ich vorher was dazu gesagt. Der Amboss, Frozen Jaw hatte ich mal mit drin, Warhorn. Im Endeffekt habe ich ein paar Sachen einfach auch gesammelt. Die Kerzen hatte ich auch vorher schon erwähnt. Der Lock fand ich cool, weil der so selten kommt, habe ich auch mal gleich auf Level 3 hochgemacht. Also cool. Aber gehen wir weiter. Wir sind eigentlich zu dem Zeitpunkt schon eher unbesiegbar, wie ihr hier auch seht. Was natürlich geil ist, so macht das Spiel mal richtig Spaß. Tag 70. Wieder die üblichen kopierten Gegenstände, ein bisschen Geld, 11.000, Level 549, cool. Einfach mal weiter, damit wir ein bisschen schneller hier vorankommen. Victory, bumm, weg und rein. So macht das Spiel wirklich Spaß. Nachdem man oft genug wirklich dermaßen cool auf die Fresse bekommt von allen. Macht das wirklich mal Spaß. Boom! Und wieder einer weniger. Der ist auch nicht so schlecht ausgestattet. Gleich zweimal 1000 Cuts. Aber zu diesem Zeitpunkt keine Chance. Like. So, wieder das ganze Zeug verticken. Jetzt sind wir bei 34.000. Ja, ist ganz nett. Können wir uns mal wieder unsere Tränke ein bisschen anschauen. 3.589. Allein das ist geil. So, hauen wir mal wieder Tränke weg. Im Prinzip, jetzt zu dem Zeitpunkt ist keine große Logik mehr drin. Einfach weg damit das Spiel einigermaßen am Leben bleibt und nicht zusammenbricht unter diesen ganzen Sachen, die da generiert, abgegradet oder sonst was werden. Bisher muss ich sagen, läuft stabil bei mir. Ich habe es noch nie geschafft, das wirklich zum Absturz zu bringen, obwohl wirklich jede Menge los ist. Grafisch ist es halt auch nicht turbo aufwendig, aber es ist eigentlich wurscht. Muss man nicht unbedingt haben, gerade bei Strategie- und Taktikspielen. Das ist ja jetzt nicht so ultra wichtig wie jetzt bei First-Person-Shootern oder so ein Geraffel. Also das ist definitiv kein Grafikblender. So, aber weiter, jetzt hauen wir mal was auf den astralen Hammer noch drauf. Auch wenn ich nicht genau weiß, ob es jetzt was bringt, das auf ihn drauf zu knallen oder 1000 Cuts. Im Endeffekt ist es eigentlich auch wurscht zu dem Zeitpunkt. Generell im Startup guckt, dass ihr Multicast draufkriegt, weil am Anfang skaliert halt Multicast brutal cool. Zu dem Zeitpunkt braucht man es jetzt nicht mehr, jetzt schmeiße ich es aufs Schild drauf, aber im Endeffekt wurscht. Das Problem hatte ich euch ja vorher schon gesagt, eigentlich sollten Schild, der Orb und die anderen, sagen wir mal,
unterstützenden Gegenstände keinen Schaden haben, nur die 2 Waffen, aber da war ich halt ein bisschen übermütig. Ich hoffe, das bricht mir nicht das Genick im Laufe des Spiels. So, wo sind wir jetzt? 36.000. Jo, ja, ist ganz nett. Kann man mit arbeiten. Ich muss halt zwischendrin immer wieder, damit quasi die Skalierung nicht aufhört, immer wieder ein bisschen was reinpacken in die Waffen. Ja, können wir noch ein paar Kerzen kaufen. Ja, machen wir jetzt einfach mal zum Spaß, damit die Kohle auch rausgeht. Bonbons kaufen wir nochmal auch, war jetzt ein bisschen zu schnell. Nehmen wir Crown Forge, Schmiede, oder wie es heißt auf Deutsch, auch mal mit. Geschenke kann man mitnehmen. Ja, Kerzen ist jetzt schon also mit Level 560, 25% Lack. Hat man mit diesen Schmiedebräus nicht mehr so wirklich viel Stress. Ich habe alles gelevelt, was nicht bei 2 auf dem Baum ist. Aber wir sind halt auch schon relativ weit. Das muss man natürlich auch sagen. Damit diese ganzen Sachen auch ein bisschen wegkommen. Ich zeige euch jetzt ein paar Sachen, wie ihr mit der Hexe schön Gegenstände farmen könnt. Also dieses Glücksgebräu oder wie es heißt, das ist immer ganz nett. Und natürlich das Kopiergebräu. So könnt ihr relativ cool zu so einem Zeitpunkt natürlich Waffen hochleveln. Machen wir jetzt hier, wir besorgen uns einfach ein paar Kerzen. Warum mache ich das? Sieht natürlich ein bisschen frickelig aus, verbraucht auch ein bisschen Zeit, hat einen ganz einfachen Grund. Durch die Kerze skaliere ich nämlich Schaden. Und jeden Trank, den ich irgendwie rausballer, bringt uns natürlich auch wieder Schaden auf den Items. Und deswegen haue ich sie natürlich weg. Und es hilft ein bisschen bei der Übersichtlichkeit, weil ihr seht schon, oben das Fach ist eigentlich nach jedem Kampf relativ gut gefüllt. Und darum machen wir jetzt mal so ein bisschen Management unserer Ressourcen und kopieren das einfach ein paar Dutzend Mal. Und auch können wir noch unsere Crown Forge rausballern und machen die Skalierung noch mal ein bisschen kürzer. Ja, gut. Man könnte natürlich mal sehen, wie viele Kerzen ich jetzt schon habe, aber ich würde sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich 100. Ist auch wichtig. Natürlich müsst ihr es nicht so machen, das hatte ich vorher erwähnt. Hier unten in der Mitte dieses dreischneidige, diesen Mimic Rod seht ihr. Damit habe ich eigentlich den größten Teil aller Kopien sowohl bei der Kerze als auch bei den Tränkegürteln gemacht. Gibt natürlich zu dem Zeitpunkt, wo das erste Mal reinknallt, einen brutalen Ramp-Up in der Skalierung. Und das ist halt super cool. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich so einen Tag 25 rum, also natürlich auch Glück neben dem reinen. Ich habe vielleicht mal die richtigen Entscheidungen getroffen, ist dieses Spiel wirklich dermaßen vom Glück abhängig, was natürlich auch den Reiz ausmacht. Und dass man, ja, dadurch, dass man nie so recht weiß, was man bekommt, auch ein bisschen mit seinen Taktiken sich anpassen muss, an was im Shop zum Beispiel zur Verfügung steht. Jede Menge Entscheidungen immer wieder drin. Kaufe ich das? Gehe ich lieber noch mal ein Level hoch, vor allem am Anfang. Ja, lief halt alles ganz gut jetzt hier, wie ihr seht. Und so knallt es halt dann rein. Ich finde es jetzt super, wenn wir wirklich den Tag 100 schaffen. Das wäre echt ein Träumchen. Aber jetzt machen wir erstmal noch unsere Ablage ein bisschen leer. Kaufen mal wieder die Kisten. Das vielleicht für alle, das habe ich zum Beispiel relativ spät erst gecheckt. Wenn man S gedrückt hält auf der Tastatur, kann man einfach einen Haufen von Sachen verkaufen. Auch Tränke, die sich normal nicht einfach rüberziehen und verkaufen lassen. Das ist ganz praktisch für einfach Tränke, die man nicht braucht. Sie sind mal weg und ja, man hat wieder ein bisschen mehr Übersichtlichkeit mit seinem Inventar. Wie ich vorher gesagt habe, jetzt mal die Kerzen, die ich hier kopiert habe, nochmal auf Level 3, damit sie mehr skalieren. Ihr seht auch immer, sobald ich das tue und den Trank, seht ihr bei den anderen Items links diesen kleinen Blinker oder Blitzer. Und seht, dass da eigentlich jedes Mal gut Schaden drauf kommt. Waren jetzt, glaube ich, 600, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne, das ist nicht kopieren, das ist quasi die Häufigkeit des Items im Shop erhöhen. Habe ich bei Kerze eh schon nach oben skaliert, wie doof. Insofern eigentlich mit fast jedem Dreher im Shop bekomme ich eigentlich irgendwie Kerzen zur Auswahl. Man könnte natürlich noch krasser in die Skalierung reingehen. Jetzt kopiere ich noch so ein paar oder erhöhe die Wahrscheinlichkeit für den Hammer. Im Endeffekt, und das ist halt auch die Geschichte, wenn man zum Tag runterkommt, weil man muss ein bisschen diese Verwaltung sich antun. Sie ist jetzt nicht das Geilste im Spiel. Aber nachdem es eigentlich alle machen, muss halt der Skalierungsfaktor am Leben bleiben. Und das gelingt am einfachsten, indem man einfach permanent weiter für Skalierung sorgt. Was wir hier tun. Also in dem Fall bei uns jetzt hier, das über die Kerzen primär geht. Kerze kaufen, upgraden, auf Level 3 bringen und nochmal von vorn. And again. Jo, seht ihr schon? Ja. Jo, es gibt genug Kerzen im Shop, aber nehmen wir noch ein paar mit. Schaut ja nett, wir haben noch ein paar Tage vor uns. Jo, und es wird nicht ewig weitergehen.
Oben vielleicht noch in der obersten Leiste die Sonne, Tag 72, Pokal 66 Siege und daneben meine Leben. Im Endeffekt ist es eine K.O.-Phase, in der ich schon längst bin. Ich habe noch das letzte Leben, habe meine Zusatzleben, alles verbraucht. Ja, wenn ich verliere, bin ich raus. Das macht jetzt auch wahrscheinlich den Reiz ein bisschen aus. Die meisten Kämpfe gewinne ich, aber es ist normalerweise, und das ist so ein Learning in dem Spiel, es gibt mindestens einen größeren Fisch im Pool. Und ich hoffe, ich knall nicht in den rein. Oder, andere Seite, ich bin der größte Fisch im Pool, was ich jetzt eher bezweifeln würde, aber wir schauen mal. Das ist alles in diesem asynchronen Autobattler nie so ganz gewiss. Vielleicht muss ich auch nicht unbedingt in den stärksten Gegner, die Meta spielen, reinlaufen. Das wäre eigentlich recht wünschenswert. So, aber genug so im Hintergrund rumgefischt. Machen wir ein bisschen noch ein paar Kerzen kaufen. Ladi-Dadi, damit wir unsere Crown Forge Brews mal rausballern können, Freunde, bevor wir dann übers Kopieren wieder neu im Kampf. Ja, bum, bum, bum. Immer schön weiter. Im Endeffekt zu dem Zeitpunkt nehme ich jetzt eigentlich nichts mehr mit. Ich habe, was ich brauche oder will. Bonbons nehme ich noch immer mit. Die sind ganz gut zum Skalieren auch. Man kann halt wieder unterschiedliche Buffs, Statistiken nach oben ziehen, wenn man sie draufschmeißt irgendwo. Und sie zählen, glaube ich, wenn ich nicht hoch bin, auch als Tränke. Sprich, unser Schild, das habe ich noch nicht so wirklich erwähnt, was cool ist an dem Hexenschild. Der Hexenschild skaliert quasi ebenfalls mit Tränken. Also wenn ich einen Trank nehme, bekommt er mehr Schild. Auf einem späteren Level dann auch noch mehr Heilung dazu. Und wenn er halt früh kommt, und das sollte man, wenn man Hexe versucht, sehr früh versuchen, irgendwie Tränke zu besorgen, gibt es viele Möglichkeiten. Da gibt es so ein Buch, das 3 Tränke bringt. Wie ist das andere Ding? Ja, irgend so ein Hexenstock, der quasi auch Tränke bringt, und der Schild. Das sind so eigentlich die 3 Items ganz zu Beginn, die man sich reinpfeifen sollte. Aber wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn ihr Bock habt, mal eher so den Anfang eines Runs zu sehen und wie man quasi so versucht, am Anfang schnell zu skalieren, lasst es gerne in den Kommentaren mich wissen. Dann kann ich gerne noch versuchen, ein Video vorzubereiten, wo ich mich ein bisschen mehr dem Anfang eines Runs widme und euch nicht am Schluss teilhaben lasse. Ich persönlich fand es ganz geil. Als Grundidee, weil der Run gut läuft und es vielleicht nicht so oft vorkommt, zumindest habe ich es jetzt noch nicht gesehen, dass man wirklich bis zum Ende was sieht. Also es ist immer so ein bisschen Setup, man zeigt Schaden und so weiter und dass es theoretisch reichen könnte, aber konkret gesehen habe ich es noch nicht. Und jetzt probieren wir es am Anfang. Vielleicht funktioniert es. So, nochmal so ein Crown Forge. Ja, nehmen wir mit Ladi-Dadi und Kerzen und Kerzen. Damit das funktioniert. Ole, ole. Ein paar Bonbons noch mit. Immer gut. Und weiter und weiter. Nochmal eine Kerze. Und nochmal. Und nochmal eine schöne Kerze. Wundervoll. Kerze, Kerze, Kerze. So für alle, die es nicht kennen, ein kleiner Ausflug, während wir uns hier durch die Kerzen des Shops kaufen. Wie funktioniert denn der Shop? Also, das eine Ding, was ich da immer drehe, also im Prinzip gibt mir neue Items. Die gehighlighteten Items befinden sich schon in meinem Inventar. Das ist recht praktisch, vor allem wenn man schnell dreht, dass man quasi sieht, okay, das habe ich, das brauche ich, das wollte ich noch ausbauen und so weiter. Die Farbe im Hintergrund und diese kleinen Pfeilchen geben quasi vor, wenn ich ein Item auf eine höhere Stufe bringen kann. Das findet durch Kombination statt, also im Prinzip, ich brauche ein Item einfach mehrfach, um es dann auf Level 1 bzw. Level 2 zu bringen. Level 3 geht nur mit dem Gebräu hier. Insofern ist das der limitierende Faktor. Das Ding muss halt einfach her. Wie kriegt man es her? Hexe, immer ganz praktisch, weil wenn man diese dankgenerierenden Items auf Level 3 hat, besteht die Chance, dass ich eins davon bekomme. Das ist aber dann eher was für, ja, vielleicht kurz vor Midgame. Am Anfang führt der Weg vor allem über die anderen Items der Hexe, die quasi Gebräu schaffen, oder indem man sein Glück hochchest und das Level. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Crown Forge Brew öfter im Shop kommt, was immer noch nicht wirklich viel ist. Was leider nicht so cool ist, man kann bei allen Items diese Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das ist dieser pinke Trank, 2. Reihe, ganz recht. Das funktioniert nicht mit dem Crown Forge Brew. Was ein bisschen schade ist. Habe ich ausprobiert, dachte, das ist clever, aber lässt das Spiel wie nicht tun, wäre wahrscheinlich auch einfach zu einfach in der Skalierung. Aber ja, wir sind ja auch so irgendwie an den Punkt gekommen. Machen jetzt noch ein paar Kerzen schick auf Level 3. Damit das schön knallt weiterhin.
und uns da kein großer Fisch überholt mit seiner Skalierung. So. Ja, ihr seht schon, Bonbons knallen wir jetzt mal raus. Funktionieren, wie ich es vorher gesagt habe, wie Gebräue im Endeffekt. Sprich, auch hier triggern die Kerzen über den Witch Tag. Jo, und bringen mir zusätzlichen Schaden. Ja, was ich draufknall. Das Hexenschild skaliert auch weiterhin seinen Schaden, was ja der Fehler war. Plus Schild, plus Heilung. Multicast haben wir noch, Lucky Rose, alles Mögliche. Zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich auch fast schon wurscht, was ich mache mit den Tränken. Hatte ich ja schon gesagt, im Endeffekt knall ich da noch ein bisschen Multicast drauf, weil es am wenigsten hat. Gut, komm. Ich denke mal, wir versenken noch ein bisschen was in die Level, um da hochzukommen. 574 und weiter geht der Spaß. Ab in die nächste Runde. Gizmo. Boom. Ja, Gizmo. 0,48 Sekunden. 129 Millionen Schaden, 133 Millionen und die unterstützenden Items machen auch noch in Summe 150 Pi mal Auge Millionen Schaden. Die gelb-goldenen Werte sind quasi die Heilung, die ich ausgelöst habe, und das Schild ist das Schild. Ja. Also ich blocke geil, heile genug, wie jetzt in dem Fall seht ihr, hat er ziemlich viel Schaden über die Buffs gemacht, vor allem Gift, was unangenehm ist. Das heile ich aber einfach weg. Das ist gar kein Problem. Gut. Was haben wir jetzt? Tag 73, 67 Siege. Yadi Dadi. Das ist doch mal was. Kaufen wir wieder unsere kopierten Items über die Pandora-Slots. Boah, mal 1000 Cuts kann weg, brauchen wir nicht mehr. Neues anlegen zu dem Zeitpunkt macht jetzt auch nicht mehr viel Sinn. Ich mache schon so viel Schaden. Das muss eigentlich reichen. Und ja, ich hoffe, dass es reicht und dass mich die Skalierung weit genug bringt. Aber apropos Skalierung, kaufen wir doch noch mal ein paar Kerzen und bringen die hoch, damit wir da noch ein bisschen steiler gehen. So. Leider, Kerze, Kerze, Kürze, kann man einfach nicht widerstehen. Ist zu einfach. Komischerweise macht natürlich dieses Slot-Maschinenartige Drehen im Shop, wenn man genug Geld hat, irgendwie leider ein bisschen Spaß. Das fördert durchaus die Dopaminausschüttung, vor allem am Anfang, wenn man ein geiles Item hat. Insofern macht es leider ein bisschen süchtig, das Spiel. Dann nochmal eine Kerze, 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 Kerze. Und wieder eine auf Level 2 geschubst. Sehr gut. Ja. Wäre ganz nett, wenn man sehen könnte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Item im Shop auftaucht. Ich zumindest habe nicht gefunden, wo das stehen könnte. Aber ihr seht schon eigentlich mit jedem Roller haben wir eine Kerze. Oh, na gut. Werden wir gleich mal widerlegt. Bei fast jedem Roller bekommen wir eine Kerze oder mehrere. Da drehen wir mal. Ja, Glück brauchen wir nicht mal. Kerze, jo, Kerze. Kerze. Und nochmal eine Kerze. Immer weiter. Immer noch ein bisschen was erklären nebenbei. Ihr seht über diesen Button, den ich da klicke, diesen Begriff Free 8177. Im Endeffekt auch ein Vorteil der Hexe, man bekommt das vor allem am Anfang stark Free Rerolls über so Tränke und Lucky Rerolls. Was natürlich cool ist, weil man gibt kein Geld aus und am Anfang ist Geld halt wirklich ein stark limitierender Faktor. Darum sollte man eigentlich für ein Bild aus meiner Sicht am Anfang, auch wenn man Hexe wählt als Einstieg, was mein präferierter Einstieg ist, immer gucken, dass man irgendwie Geld generiert. Jetzt verschiedene Items, die was bringen. Vor allem im neuen Dragon Pack gibt es so eine Schatzkiste, die wirklich gut skaliert. Man muss sie halt, wie die meisten coolen Items, erstmal von der Zeit nach unten bringen. Funktioniert gut mit der Hexe. Und im Level schnell nach oben bringen. Auf Stufe 3 knallt die nämlich wie, ja, ziemlich krass. So, machen wir noch ein paar Kerzen hoch. Warum habe ich euch jetzt schon oft genug gesagt? Wir skalieren weiter, damit das was bringt. Liebe der Sport, jetzt bekommen wir schon 980, oder waren es gerade? Pro irgendwas, ja, 1000 schon. Ja klar, gut. Bei die vorherige Kerze, also pro Kerze 20 dazu, richtig? Ja. Und das pro Trank. Nicht ganz unangenehm. Von der Skalierung her, das müssen die anderen erstmal mitmachen und mitgehen können. Aber wie vorher schon gesagt, es gibt immer irgendjemand, mindestens einen, der es noch krasser treibt als man selber. Und noch mehr Zeit reinsteckt und vor allem das muss man machen. Zumindest
soweit ich es bisher weiß. Wenn man halt irgendwann mal nachlässt, zu bequem wird, keinen Bock mehr drauf hat, dann wird es wahrscheinlich nichts mit Tag 100. Wir sind noch auf einem okayen Weg, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, jetzt ballern wir vielleicht mal demnächst die ganzen Tränke mal wieder rein. Alle. Jo, ausreichend haben wir ja davon. So, ja, das haben wahrscheinlich auch jeder schon mal kurz erwähnt. Ab einer gewissen Anzahl von Tränken ist das Management etwas witzelig. Man muss halt aufpassen, vor allem wenn man nicht möchte, dass irgendwie Items mit einem falschen Tag oder mit einem falschen Buff belegt werden. Wird es sehr fricklig. Ich würde jetzt gerne sagen, diese Geschichte, dass ich überall Witch draufgeknallt habe, war einer dieser Fehler, wo ich nichts dafür konnte. Ist aber leider nicht so. Ich hatte irgendwie den Gedanken, es wäre ganz cool, überall auch Witch drauf zu haben. Aber vergessen, dass ich eigentlich auf ein paar Sachen aus Skalierungszwecken gar keinen Fehler machen will. Weil zu einem gewissen Zeitpunkt, jetzt hier zu dem Zeitpunkt nicht mehr so wirklich wichtig, weil alle mit brutal Schaden daherkommen. Aber sagen wir mal so zwischen Tag 30 bis 50 ist es recht wichtig, noch gegen die Großen zu skalieren. Und da ist halt zu viel Schaden, also, um es kurz zu sagen. Und da hatte ich teilweise schon wahrscheinlich zu früh zu viel Schaden. Darum konnte ich ein paar Items eben nicht so gut skalieren, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Aber das ist jetzt wirklich, jammern auf sehr hohem Niveau. Wie gesagt, so weit war ich noch nie. Gucken wir mal, wohin uns die ganze Nummer bringt. Und ihr seht ja, die meisten Builds knall ich in unter einer Sekunde weg, wie wir es vorher gesehen haben. Und die waren nicht schlecht. Also die sind nah an der Meta dran. Da waren ein paar, die Thousand Cuts, Dark Orb und diese Anfangseffekte gespielt haben. Weg mit diesem Trank. Brauchen wir nicht. Auch die anderen Tränkeladungen brauchen wir nicht mehr. Kann alles nach Hause gehen. Ach, Frosty, haben wir wahrscheinlich schon 5 Milliarden Mal auf irgendwas draufgeknallt. Ja, stecken wir den Rest wieder in Level, bis die Kohle alle ist. Kriegen wir Egler wieder einen Haufen. Income 10.000 pro Runde ist okay. Boom. Und wieder einen weggeknallt. Hatte auch einen Dark Orb. Nice. Weiterer Sieg und rein in den Shop. Ja, Kerzen kaufen. Verkaufen wir erstmal wieder alles, was wir da haben. Damit es da ein bisschen weitergeht. Inventarmanagement, DPIA. Kerze her. Und Kerzen her. Und Kerzen her. Bis die Crownforge Brews alle sind. Mein Gott, also leveln müsste man wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Zumindest sehe ich jetzt keinen großen Vorteil. Außer, dass halt die Häufigkeit bestimmter Items oben zunimmt. Aber im Endeffekt haben wir hier schon alles, was wir wollen für unser Setup. Jo, und jetzt gucken wir mal, wie weit uns diese Beine tragen werden. Bin wir noch gespannt. Wie gesagt, ein Kampf kann ich ja schon wieder uns komplett rausschmeißen und die ganze Arbeit im Prinzip in die Tonne kicken. Macht auch ein bisschen den Reiz aus des Ganzen. Ja, Crownforge Brew, her damit. Nehmen wir alles mit, natürlich. Man weiß ja nie, wie viele Millionen Kerzen man noch upgraden will. Und Kerzen, 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 Kerzen. Noch eine Kerze. Ja, noch 5 Kerzen, ne? 6. Wunderschön. Alles mit. Alles mit. Eine Kerze, noch eine Kerze und noch ein Crownforge Brew. Blibla blub. Ich habe Kerze gesagt? Oh, Kerze. Dann nehmen wir sie wieder mit. So, und jetzt mal wieder ein bisschen aufräumen hier. Kerzen upgraden. Und dann rein in den nächsten Kampf. Brews haben wir genug. Wie kriegt man jetzt dazu? Gucken wir kurz mal. 1160 pro Trank. Ja, könnte schlechter sein. 1180, gib mir, gib mir. Ne, kurz mal daneben geschoben. Auch egal. Und nochmal eine Dreierkerze. Ding. Komm. Hm.
So, jetzt mal die. Oh Gott, wir haben noch so viele Brews. Sag mal. Ja. Holen wir uns halt noch ein paar Kerzen, damit sich das lohnt. So. Leben die Kerzen. Kerze. Und noch eine. Ja, Quatsch. Ach, das hat er noch nicht erklärt. Machen wir nochmal. Wenn ich mich hier tot kaufe, dieser kleine Stücke Eiswürfel heißt im Prinzip, man kann den Shop locken oder einfrieren in dem Fall. Wenn man quasi in der einen Runde nicht mehr genug Geld hat, aber ein Item unbedingt will, dann kann man sich das gerne gönnen, indem man einfriert, hofft, dass man genug Geld verdient und im nächsten, also nach dem nächsten Kampf quasi versucht, aus dem Shop rauszukaufen. Am Anfang eine ganz gute Strategie, die man machen muss. Vor allem, wenn es also sagen wir die ersten 20 Tage darum geht, die schnellstmöglich seine Basiskonfiguration nach oben zu treiben, die man so hat. Wie gesagt, in dem Run war es vor allem das Hexenschild, dann diesen Stab der Hexe, der Tränke generiert, im Prinzip alles, was irgendwie Tränke generiert, um den Schild hochzupimpen, und alles, was Geld generiert oder Kopien von irgendwas erstellt, da eben die Pandoras Kiste relativ früh bekommen ist wichtig, um dann Felder als Pandora Slot oder Feld, wie auch immer, zu definieren, um dann immer Kopien zu kriegen, wodurch die Items natürlich nach oben gehen und im Rang aufsteigen. So spart man sich natürlich wieder ein bisschen Geld im Shop, weil sonst müsste ich ja alles rauskaufen und am Anfang ist Geld wirklich eine sehr stark limitierende Ressource. Außer bei ein paar Builds, die pur auf Geld gehen, haben halt dann am Anfang wieder andere Nachteile. Darum, wie gesagt, meine Empfehlung. Versucht über die Hexe zu gehen am Anfang. Gibt andere Möglichkeiten und man muss ja Glück haben. Mimigrod, Pandoras Kiste. Wenn man es früh bekommt, dann hat man durchaus einiges gewonnen und kann relativ krass cool nach oben skalieren. So, Kerzen. Wie viele Kerzen hat dieser Shop? Achso, das hatte ich jetzt mal, das kann man noch sagen. So ein kleines Tutorial, also Linksklick auf den Shop Refresh macht einen Dreher, sprich der nächste Shop-Front kommt. Man kann aber auch rechts drauf klicken, dann löst man so einen, ich glaube, Lucky Reroll aus oder im Prinzip ein Glücksdreher. Und der sorgt dann dafür, dass man einfach ein paar Dreher investiert, bis der nächste glückliche oder etwas bessere Shop erfolgt. Seht ihr immer, wenn dieser Regenbogen hochpoppt. Habe ich es mal geklickt. Dann bekommt man halt entweder besonders seltene Items oder Tränke oder eine Crown Forge. Ja, sowas zum Beispiel. So als ein Shop, der nur Bräue beinhaltete. Tja. Ja, kaufen wir noch ein paar Kerzen, oder? Wir hatten ja noch diese ganzen Bräue. Und wir brauchen halt mehr Skalierung. Immer noch brauchen wir mehr Skalierung. Bonbons nehmen wir immer mal mit. Solange man sie sich natürlich leisten kann. Doch, Kerzen. Jo, nehmen wir halt noch ein paar. Kostet ja nichts, wenn man so viel Geld hat. Kostet ja nichts. Und immer weiter, immer weiter. Jetzt haben wir da unten eigentlich schon wieder ein paar Kerzen. Mal schauen, können vielleicht auch langsam für meine Gebräue reichen. Aber wenn wir schon gerade dabei sind, kaufen wir noch ein paar. Und noch eine Kerze mit. Ja, verticken wir mal diese ganzen Kisten. Ach, das habe ich noch nicht erklärt. Immer wenn man quasi ein Item hochlevelt, bekommt man eine Kiste. Qualität der Kiste ist abhängig von seinem Level. Das steht da ganz unten links, wo Level 85 steht und meine Erfahrungspunkte, mein Glück. Drunter Chest Legendary. Also am Anfang bekommt man natürlich keine legendäre Kiste, sondern, oh Gott, was ist das? Common oder Rare oder irgendwie sowas. Aber auch das bringt was. Also man sollte immer auch
sich bemühen, Items zu kombinieren, um sie im Level zu steigern, weil man bekommt eine schöne Belohnung. Und selbst wenn man das Item, da bekommt man eine Auswahl aus 3 verschiedenen Items. Wenn man die Items nicht brauchen kann, man kann sie verkaufen. Meistens sind sie recht teuer. Insofern kann man wieder Geld drüber generieren. Also go for it. Kombinieren, 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 kombinieren. So, aber jetzt machen wir erstmal nicht mehr kombinieren, aber hoch mit den Kerzen. Jetzt bringt uns jeder Drang schon 1460. Ja, ist ganz nett. Das muss man erstmal hinkriegen mit anderer Skalierung. Da haben wir denn noch von diesen Gebräuen 1520? Ja, ein paar liegen noch rum. Insofern, ja, gucken wir mal, dass wir diesen Stapel leer kriegen. Dann ballern wir die anderen Tränke wieder drauf. Sind wieder ein bisschen nach oben skaliert. Ja, ich glaube, ich habe jetzt... Ja, okay. Ich habe zu viele Kerzen. Man sollte es nicht glauben. Die Brews sind alle sehr gut. Sehr gut. Jetzt aber nicht vergessen, die Items, die wir brauchen, wieder reinzulegen. Den Dark Orb. Die machen schon so dermaßen unmenschlich viel Schaden allesamt. Das ist brutal. Lucky Rerolls, mal weg jetzt Wurstburger, die drauf machen. Einfach mal wieder weg das Zeug, Skalierung hoch. Geht schon 1600, boom. Geht halt einfach ganz nach oben. Ja, ich verteile so ein bisschen den Schild auf eigentlich mein Schild, das eh immer nach oben geht. Und die beiden Waffen, weil ich hoffe, falls wir wirklich mal gegen irgendjemand krassen kommen, dass uns auch Schild und Heilung dieser Items, die beide unendlich auslösen, dann vielleicht über den ersten krassen Schadenspeak drüber bringen. Bei den Leuten, weil es wird halt jetzt immer dünner das Feld, logischerweise. Je weiter wir kommen und der Schaden wird halt unmenschlich hoch von allen. Und dann kommt es vor allem auf Geschwindigkeit an. Das ist immer ganz gut ausgestattet, weil wir ziemlich viel am Anfang des Kampfes schon triggern. Aber das machen halt auch alle anderen. Muss man halt auch machen. Also zu dem Zeitpunkt hier gibt es eigentlich relativ wenig Wege, wie man noch überlebt. Einer ist viel Schaden mit den Start of Combat Effekten. Sehr viel Leben gestackt zu haben, hilft. Mit Gift gibt es wohl noch Builds, aber das ist jetzt irgendwie nichts, was ich so geil finde. Kann man machen, aber da schaut er einfach Zeug von anderen Leuten an. Da gibt es genug im Netz mit irgendwie der Traumbild und der Traumbild. Ist nice, aber wurscht. Kämpfen, boom. Und mal wieder weggeknallt. Und der hatte wirklich 4 Schild. Halleluja. Und trotzdem verliert er. Wird dermaßen pervers viel Schaden rausknallen. Und einen nächsten Kampf. Mal ein bisschen einfach. Jo, auch der hier. Nette Ausstattung. Respekt. Aber ist weniger als wir haben. Leben ist hart. Und Geld haben wir schon wieder wie Heu. Kisten verkaufen wir. Jo. Schauen wir mal, wie viel haben wir gerade? 3146 Tränke mal kurz generiert über die Gürtel. Läuft. Knallen wir die wieder auf. Ja, jetzt nehmen wir mal 1000 Cuts wieder her und knallen da was drauf. Braucht man nicht mehr Einkommenstränke, Wurst, Multicast. Alles eigentlich egal. Cooldown-Tränke können wir schon gar nicht mehr raushauen. Alles auf Cooldown. Jetzt im Endeffekt, das Setup ist fertig. Und man soll es eigentlich auch, ja, ich würde mal sagen, so Midgame fertig haben und sich dann nur noch um die Skalierung kümmern müssen. Wichtig ist halt, den Zeitpunkt zu finden. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht eben zu spät war. Den Fehler mit Hexe und Hexe-Tag auf den Sachen hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt halt die Frage, wie kriege ich meine Kurve hin, sodass sie mich bis Tag 100 bringt? Und ich hoffe, denke, da wir jetzt schon bei Tag 76 sind, es könnte vielleicht funktionieren. Haben wir noch ein bisschen Multicast. Boah. Ach, hauen wir den weiter auf den Schild drauf. Bringt eigentlich auch nichts mehr. Glaube ich zumindest. Oder das ist so, was man so sagt, dass eigentlich ein Multicast von 10 ausreicht. Irgendjemand kann sich das gerne mal ausrechnen, durchrechnen, ob es mehr bringt. Ich bin ehrlich gesagt zu faul dafür. Ich glaube diese mehr jetzt einfach mal und da ich es habe, knall ich halt einfach immer weiter Multicast drauf. Bumm. Oh ja, auch ein ganz netter Bild und ein Speerraum. Wohl auch nicht so schlecht. Ja, aber in dem Fall schlechter als mein Bild. Zu diesem Zeitpunkt. So, und weiter. Gucken wir, dass wir hochkommen. Den auch weggehauen. Und der hat auch ziemlich coole Sachen drin gehabt. Ja, ich denke, hoffe, dass der Bild mich noch weiterbringt. Tag 80, der war auch, hat einiges rausgeballert, aber zumindest
bringt er uns nicht um. Das ist ja schon mal was. Auf dem Level vielleicht das auch. Man muss nicht unbedingt gewinnen, indem man noch Leben hat und der andere ist quasi tot. Nee, es hilft manchmal auch, wenn man einfach gleich schnell stirbt. Und das wird jetzt in den meisten Fällen passieren. Das reicht für einen Sieg. Ja, das muss uns jetzt einfach bringen. Tag 79, 73 Siege, also ist immer noch geil. Und wer es auch geil findet, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr mehr von Oaken Tower sehen wollt, sagt Bescheid. Dann gucke ich, dass ich da noch ein bisschen mehr von dem, was ich weiß, was nicht zugegebenermaßen nicht so mega viel ist, aber euch ein bisschen daran teilhaben lasse. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht ist es auch mehr als ausreichend. Man weiß es nicht. So, aber zurück in den Shop. Was machen wir denn? Außer Kerzen kaufen. Gut. Was machen wir jetzt noch? Ja. Kerzen. Kerzen. Schauen wir noch ein bisschen durch und drehen noch ein paar Mal im Shop. Ja, da haben wir doch erstaunlicherweise mal wieder eine Kerze. Und noch eine. Und noch eine. Ich denke mal, hier spulen wir dann nachher ja, bei YouTube ein bisschen vor, also nicht wundern. Da spare ich euch ein bisschen mein Hochgelevel. So, dann sagen wir mal fertig hier mit Scalen und gehen in den nächsten Kampf rein. Auch den gewinnen wir. Das ist doch schön. Gehen wir weiter. Wo sind wir? 191 Millionen Schaden. Ja, sogar unser deppertes Schild macht knapp 97 Millionen, 195, 196 Millionen aus dem astralen Hammer. Jo. Und der Rest passt eigentlich auch ganz gut. 0,48 Sekunden gewonnen gegen einen relativ guten Bild. Jo. Läuft, würde ich mal sagen. Weiter geht's mit der wilden Fahrt. Von den Leben 1,3 Millionen haben wir inzwischen. Jo, verkaufen wir wieder ein bisschen Zeug. Immer schön raus, brauchen wir alles nicht mehr und gehen wieder ins Kerzenkaufen rein. Ich denke mal, hier werden wir auch wieder einen kleinen Fast Forward machen. Es läuft im Prinzip immer aufs Gleiche raus. Wir kaufen Kerzen, raiden sie mit unserem Crown Forge Brew hoch und ja, sorgen für die notwendige Skalierung. So, da lag genug gelevelt. Jetzt gehen wir mal wieder rein. Jo, hat was gebracht. Wieder einen weggekloppt. So, und da sind wir wieder im Shop. Tag 81, 75 Siege. Like it. So, und jetzt machen wir ein paar Kämpfe, damit wir mal vorankommen. Wir wollen ja auf Tag 100 kommen. Auch den haben wir relativ gut weggeklatscht. Noch steht er ganz gut, der Bild. Ja, verkaufen wir wieder unseren ganzen Wert. Oder nicht Wertgegenstände, aber einfach ein bisschen Geld rein. Ich denke, ja, das Spiel kennt ihr ja inzwischen. Wir ballern sie mal einfach raus. Sind jetzt bei, ich glaube, über 2 Millionen Schaden auf den meisten Items pro Hit. Jo, es geht deutlich schlechter. Immer weiter drauf, immer weiter in der Skalierung. Was ist denn der Hammer? Da müssen wir uns nachher mal noch kurz anschauen, wie viel Schaden er gerade macht. Da kommen irgendwie die vom
Developer vorgesehenen Stellen und Markierungen nicht mehr so ganz hinterher. Was natürlich auch den Reiz dieser Spiele ausmacht. Dieses absolut kranke, infame, was man mit den richtigen Kombinationen erreicht. Oder andersrum, man musste erst mal finden, diese Kombination, um so geile Schadenswerte zu erreichen. Und da ist einfach der Reiz drin. Schaffe ich es, das alles so kombiniert zu kriegen, dass der Run läuft. Hatte ich auch vorher schon gesagt, also so oft habe ich es auch noch nicht geschafft. Ich habe eine Grundidee meistens, was ich versuche. Aber man braucht halt immer dieses Glück im Shop. Oder genug Flexibilität in seinen Builds, um dann irgendwie doch ans Ziel zu kommen, auch wenn der Shop und das Glück nicht so mitspielt bei dem Ganzen. Jo. Gucken wir mal immer weiter. Hoch mit den Leveln. Schauen wir mal. Ja, 1,3 Millionen Leben. Jo, geht. Gönnen wir uns doch noch eine Kerze auf Level 3. Die klicken wir jetzt gerade dazu. Boom. Was ist jetzt passiert? Das war ein bisschen wenig. Oder kommt einfach die UI nicht mehr hinterher? Ich denke letzteres. Wir haben immer noch mehr als genug Items rumliegen und ist uns jetzt aber, ja, obwohl ein paar Kerzen gehen noch. Nehmen wir uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 12, 50 mit. Bonbons natürlich auch immer. Alles, was der Skalierung hilft, nehmen wir mal mit. Lucky Rerolls brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Auch das alles nichts, was wir brauchen. Oh, hab Kerzen übersehen. Oh mein Gott. Aber auch egal. Ja, Tränkeshop brauchen wir auch nicht. Ja, brauchen wir eigentlich alles nicht. Die Crown Forge Brews brauchen wir noch. Haben wir noch so Tränke, jawohl. Die auch immer, auch so als kleiner Tipp, aufheben und dann für die Crown Forge Brews verwenden. Seht ihr, die sind recht teuer, 200 Münzen. Ist jetzt eigentlich auch wurscht zum Zeitpunkt jetzt, weil Geld hätte ich genug. Aber, ja, hatte ich vorher schon. Jeden Trank, den wir einsetzen, bringt uns ein paar mehr Damage-Punkte. Und insofern lohnt es sich natürlich auch, die für sowas auszugeben. Und es spart uns ein bisschen Geld. Immer wieder ein bisschen drehen oder andere Dinge tun. Hilft alles bei der Skalierung. Ist aber wie so vieles harte Arbeit. Seht ihr? Wir drehen uns einen Wolf und hoffen darauf, dass wir schneller in die Skalierung kommen. Immer schneller und alle anderen outscalen. Die sich jetzt hier zu dieser fortgeschrittenen Tageszeit, 82. Tag, noch im Pool aufhalten. Und das sind natürlich keine kleinen Fische, sondern eher die großen. Ja. Noch reicht unser Bild. Ich bin noch sehr optimistisch, aber es kann auch mit jedem Tag vorbei sein. Darum investiere ich auch in das Geklicke und Abgegrade. Muss man dann schon ein bisschen. So, Bonbons wieder lecker. Ach, das vielleicht noch zu den Bonbons. Warum sind die so gut? Sie geben ja einfach nur mehr Werte zu euren Items dazu. Coole ist, sie skalieren auch. Also je mehr Bonbons ihr kauft, desto geiler werden die Bonbons, desto geiler deren Schaden, Schild oder whatever ihre Sachen halt auslösen. Ja, darum lohnt es sich für den Preis, wirklich die Dinger mitzunehmen. Kosten mir nichts. Ach ja, Kerze. Why not? Wir haben ja noch nicht genug davon. Oh. Sind wir mal an den Kerzen vorbeigerollt. Ja, suchen wir lieber Crown Forge Brews. Da müssen doch auch noch ein paar im Shop drin sein. Wobei, komm. Wurscht, nehmen wir halt auch noch mit. Das wäre ein netter Shop. Wer noch keinen Dark Orb hat, könnte sich hier ziemlich cool einen rauslassen. Aber da sind wir ja schon deutlich weiter, was nicht cool ist. Jo, da haben wir doch nochmal ein Gebräu. Nochmal ein Trank eingesetzt, läuft. Schauen wir doch nochmal, sehe ich jetzt vielleicht nochmal der Schaden, der addiert wird durch die Kerzen. Können wir irgendwas machen? Oder sind wir einfach vom Scaling schon zu krass? Gucken wir mal. 10. Oder bringen die gar nichts, wenn ich sie einsetze? Muss mal gucken, was wir. Nur mal auf die Zahl, ob Mucke ab.
Ja, Multicast-Rank, ja, warum nicht? Irgendwohin muss das Geld ja fließen. Immer schön in Bewegung bleiben. So, dann können wir mal wieder ein paar Kerzen upgraden. Tageboroje haben wir uns ja gesichert. Jetzt schauen wir nochmal auf die Schadenswerte, ob sie jetzt mal was tut. Ne, okay. Die UI ist einfach komplett abgekackt. Na gut, haben wir halt ein bisschen viel. Nur noch 10 hier bei dem. Eigentlich ein bisschen Witz, aber gut. Ja, da unten sieht man noch, die Zahlen gehen ein bisschen hoch. Wie gesagt, die UI checkt es gar nicht mehr. Ja, ein bisschen schade, aber wurscht, im Endeffekt können wir ja drüber havern und gucken, wie viel wir haben. So, denke mal, jetzt haben wir doch langsam mal wieder genug skaliert. Dann haben wir noch die Bonbons raus. Auf dass die uns noch ein bisschen was dazugeben. Zu Schaden, Schild, whatever, ein Multicast-Trank noch raus. Ja, die können wir eigentlich verkaufen, oder? Ja, machen wir mal. Wir brauchen, glaube ich, nichts mehr aus dem Shop wirklich, bis auf die Gebräue und die kann man sich ja so nicht mehr oder die Wahrscheinlichkeit kann man so nicht erhöhen. Insofern wurscht. Ja, können wir auch nicht mehr. War in den nächsten Kampf und kaboom. Victory. Okay, was hat er hier so am Start? Jo, geht. Tag 83 immerhin. Juhu. Nur noch ein paar Tage. Sehr schön. Sehr schön. Weiter. Immer weiter. Race to 100. Go for it. Machen wir jetzt mal ein paar Kämpfe. Boom, den knallen wir auch weg. Wow. 5 mal 1000 Cuts. Macht gerade viel Schaden, der junge Padawan, aber er kommt halt trotzdem nicht wirklich durch bei mir. Weil ich halt auch jede Menge Schaden rausknall, aber deutlich mehr wegheile und shielde als er. Jo, Pechkopfbur. Goodbye, Tag 85. Jossa. 15 Tage noch. Mal spannend. Ich hoffe, ja. Wäre saugeil. Aber es ist jetzt schon ein krasser Erfolg. Also ich glaube, second beste Ergebnis war bisher irgendwie Tag 30. Also von daher, da bin ich locker drüber mit diesem Bild. Wer ein bisschen später eingestiegen ist, am Anfang erkläre ich ein bisschen die Herleitung zu dem Bild. Wer noch mehr wissen will oder mal das Ganze von Anfang an sehen will, was ich jetzt hier absichtlich nicht so gemacht habe, um euch mal ein bisschen das Endgame zu zeigen, der kann gerne was sagen, kommentiert es einfach, dann kann ich euch gerne mal die Herleitung zu diesem Bild versuchen in einem anderen Video zu erklären und vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks, die ich zumindest für mich so gewonnen habe, präsentieren, während wir hier mal wieder ein bisschen die Tränke rausballern. Durchgehen. Einfach raus das Zeug, damit es wegkommt. Ein bisschen XP dazu, yo. Heilung, ja, alles drauf. Ein paar Gebräue haben wir auch wieder, dann können wir die Kerzen hochschieben, die ich glaube ich gerade verkauft habe. Ich knaller. Na gut. Wurscht. Können wir uns zur Not auch welche im Shop wieder besorgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kerze erscheint, ist ja relativ hoch. Inzwischen haben wir uns ja so hingespielt. Ja, haben wir wirklich verkauft. Saugut. Ja, verkaufen wir den Rest auch noch. Immer konsequent. Weg damit. Jo, 1000 Items haben wir noch. Wurscht. Ja, drehen wir. Gehen wir weiter. Ja, wir holen uns noch ein paar Kerzen. Bevor wir dann wegen Faulheit irgendwie rausfliegen, weil wir nicht hart genug skaliert haben, bleiben wir lieber am Ball. Versuchen, die Skalierung nach oben zu treiben, so gut es geht. Und da, ja genau, kopieren wir noch ein paar, haben wir ja auch Kopiertränke noch am Start. Gibt uns ja auch ein bisschen was für die Skalierung. Immer schön weiter, weiter, immer weiter. Ching, ching, ching.
Sind das da oben überhaupt von den Crownforge Brews? Sieht man halt so schlecht. Fordert eigentlich auch die meisten, dass da mal vom Entwickler ein bisschen was kommt. Es gibt ein paar einfache Lösungen. Entweder man macht diesen ganzen Bereich, wo man Tränke lagern kann, größer. Oder man macht diese, die Stacks ein bisschen übersichtlicher. Gibt es ja auch in anderen Spielen, dass man halt das Item sieht und drunter einfach eine kleine Anzeige mit einer Zahl, wie viele da sind. Das würde es echt deutlich erleichtern. So ist es schon Arbeit. Vor allem der Hexenbild, weil man generiert halt Tränke wie doof. Muss man doch ein bisschen rumklicken und sich vor allem nicht verklicken, was ab einer gewissen Anzahl von Tränken, und die habe ich deutlich erreicht, ein bisschen aufwendig ist. Aber ist ja immer noch im Early Access, also das vielleicht noch dazu. Soweit ich es weiß, ein Solo-Entwickler. Und dafür hat er echt ein hammergeiles Spiel hingestellt. Also es macht halt einfach Laune, wie ich es vorher schon gesagt habe, es zieht einen brutal rein. Ist ja auch anderen Creatoren so gegangen. Also danke mal hier an Henno, den Verkauf. Kannst du dir auf deine Kappe schreiben. Ich habe es bei dir gesehen, fand's geil. Und bin dann selber eingestiegen, allerdings längst nicht so erfolgreich. Ist nicht so mein Core-Game, sowas. Diese Loops so mit Skalierung und irgendwie Zeug zusammenbasteln. Da sind wir schon eigentlich woanders verortet, aber es hat eine durchaus coole taktische Komponente neben diesem Glücksaspekt, der mir normalerweise im Spiel nicht so gefällt. Hier macht er aber irgendwie Laune. Da gab es noch ein paar andere Spiele, die ich auch ganz cool fand, die für mich so ein bisschen in den Bereich reinspielen. War of CS1, das war irgendwie noch ganz nett mit so Bergen und Kämpfen. War auch von der Grafik ein bisschen lustiger, interaktiver. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, ist ganz cool. Wer Bock auf sowas hat, auch gerne in die Kommentare rein. Kann ich gerne auch nochmal reinspielen. Das hat mich auch mal vor einem Jahr ungefähr geraume Lebenszeit gekostet. Was würde ich dann noch mit reinziehen in diese Spiele? Also Slay the Spire geht für mich auch ein bisschen in die Richtung. Hat man natürlich dezent andere Möglichkeiten, wenn man seinen Weg wählen kann. Aber irgendwie dieses skalierende Mechaniken, ineinandergreifende, um dann geil viel Schaden und Kombos zu bauen, gibt's ja da auch. Es hat einfach seinen Reiz. Kann man sich leider nicht wirklich entziehen, dem Ganzen. Jo, aber heute sind wir ja bei Open Tower, also gucken wir mal. Race to 100 ist unsere kleine Mission. Und momentan sieht das alles noch irgendwie ganz prickelnd aus. 15 Tage haben wir noch. Jo. Itcha. Itcha. Gut, Kerzen haben wir jetzt eigentlich auch wieder okayisch gut eingekauft. Nochmal ein Gebräu. Kommen Sie her. Habe ich noch so einen anderen Trank? Irgendwo, ja. Genau. Apropos. Ja. Im Zweifel hat man immer den falschen Trank in der Hand. In einer gewissen Menge. So weiter. Vielleicht kriegt man noch ein paar. Ja. Da haben wir doch. Haben wir doch. Gib mir. Danke. Wir haben ja noch nicht genug Kerzen auf Level 3. Noch? Mal. Jetzt ist aber ganz nett, der Job zu mir gehört. Und nochmal eins mit nach Hause. Dankeschön. Und Träger. Kerze. Ja, Kerzen. Ja, dann schlagen wir zu. Faszinierend, wie man sich dann selber die Klickwege erspart. Eine Weile. Aber ja. Das ist halt ein Effizienzgedanke, den man da relativ gut reinkriegen kann. So, weiter. Komm. Öffnen wir mal die Kerzen noch und dann gehen wir mal in den nächsten Kampf rein, oder? Haben wir ja noch. Und schon haben wir unseren Fehler von eben, dass man einen durchaus beträchtlichen Stapel von Level 2 Kerzen einfach mal aus Gründen des Verklickens und wahrscheinlich der eigenen Faulheit verkauft haben, wieder wettgemacht. Jo, da haben wir sie. Rein damit wieder und damit sind wir eigentlich, nachdem wir die Tränke weggeballert haben, wieder ready für den nächsten Kampf. Jo, dann geben wir uns den mal erstmal, ballern wir die weg. Ja, alles weg, alles weg. Ach, da haben wir sogar noch ein paar. Ne? Haben wir übersehen. In diesem endlosen Stapel von Möglichkeiten. Gut. Haben wir noch eins, haben wir noch. Jawohl, das nehmen wir noch mit. Tsching. Und dann weiter raus mit dem Zeug. Und dann, wie gesagt, ab in den nächsten Kampf. Guck mal so die Daumen, dass das nicht schief geht, die Nummer. Jo, bisschen schade, oder?
Unser Katana 1000 Cats. Ja, da müssen wir alles nicht mehr anschauen. Weg damit, komm. Feste drauf. Kaufen wir wieder die Sachen, die wir nicht brauchen. Und dann rein. Juhu. Na, bumm. Okay, der hat auch den Hammer gewählt. Und zwar nicht zu knapp, aber er hat damit keine Chance gegen mich. Das ist doch schon mal was. Sehr gut. Keine Chance. Nächster Tag. Mal ein bisschen auf Tempo. Ui, okay. Das hat jetzt mal ein bisschen länger gedauert sogar. Aber trotzdem gewinnen wir das. Das ist schön. Dann räumen wir wieder ein bisschen auf hier im Shop. Im Shop, sage ich schon. In meinem Inventar. Tag 87. Und nur schnell. Ja. Sagen wir, versenken einfach mal ein paar Tränke, oder? Ja. Bum, bum, bum. Machen wir mal alles auf 1000 Cuts drauf und gucken, ob wir damit noch den Hammer überholen können. Das wird schwierig, weil ja alle relativ gleichmäßig skalieren. Mal schauen, ob die Effekte der Tränke selber schaffen, dass wir den Abstand noch einholen. Wie gesagt, der Hammer war eigentlich mein erstes großes Go-To-Item nach der Aufbauphase für den Schaden. Darum hat er einen dezenten Vorsprung vor 1000 Cuts. Da habe ich mir dann über den Amboss quasi hergeschmiedet. Könnte man sagen, so, jetzt aber weg das Zeug und weiter. Juhu, noch 13 Tage. Das wird noch spaßig. 40 Multicast. Nehmen wir mal mit. Was? Immer noch ein bisschen. Jo, nächster Kampf. Nächster Tag. Wieder ein Grandmaster. Der Nixas. Boom. Und gute Nacht, junger Padawan. Immer feste drauf. Ja, come on, bitte. Ja, das sieht erstmal machbar aus. Ist auch machbar. 25.000 Gift, die ich ihm reindrücke. 14.000 Brandschaden, 18.000 Schock. Und immer noch alles in 0,48 Sekunden. Waren die Waffen 286 Millionen Schaden. Ja. Geht. Das sind eine. Die beiden Waffen, die wir haben. Joa, nice. Nice. Tag 89. März. Gut. Wieder ein bisschen Tränke-Management machen. Wo haben wir es drauf? Ach ja, hauen wir es auf 1000 Cuts drauf. Der hat ja noch nicht genug. Bum. Eigentlich, wenn man so viel Tränke hat, müsste eigentlich bloß noch auf diesen, wie soll man sagen, einen Trank aufpassen. Das ist der Lilane in der zweiten Reihe. Der quasi bei Einsatz ein zufälliges Item aus dem bestehenden Item bastelt. Kann euch ein bisschen in die Parade fahren. Aber ansonsten könnt ihr eigentlich bedenkenlos alles draufkicken. Das ist jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wurscht, wer welche Effekte hat, weil sie werden eh gleich am Anfang ausgelöst. Multiple Male ausgelöst. Ja, insofern eigentlich wurscht. So, wem gibt man das? Machen wir es noch aufs Schild. Weil es doch mal das notwendig sein sollte, dass mein Schild uns den Hintern rettet. Ja, komm. Wurscht. Auf. Jetzt. Ach, da haben wir sogar noch ein paar. Dann leveln wir halt noch eine Kerze. Why not? Und kaufen uns noch ein paar, um das letzte eins haben wir noch, oder? Ja. Das letzte Crownforge Brew wegzukriegen. Aber das geht ja natürlich auch einfacher. Warum kopieren? Ja, okay, der war im Schild her, ja, ist ja wurscht. Da ist halt da drauf. Wieder ein paar Sachen zum Verkaufen. Macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Und so weit sind wir auch nicht mehr von unserem großen Ziel entfernt. Also insofern weiterhin Fingers crossed. Mögen die großen Wale möglichst mir fernbleiben. Das weg. Brauchen wir alles nicht. Wieder ein bisschen Geld. Knapp 100.000. Hammer. Machen wir das letzte Crownforge Brew noch über die Kerzen weg. Das soll jetzt nicht so lange dauern. Ein paar Bonbons nehmen wir auch noch mit.
Wie gesagt, kostet nix, kostet nix. Mhm. Haben wir sie doch schon. Kerzliche näher mit dem Gebräu. Boom. Nochmal eine Dreierkerze. Voila. Möglichst keinen Scheiß klicken und aus Versehen keine Items verkaufen wäre nicht so schön. Und jetzt leveln wir nochmal. Vielleicht bringen uns die paar Lebenspunkte noch was. Einkommen kriegen wir auch zusätzlich, ja. Bringt immer was so rein da. Bumm. Okay. Das war mächtig. Der hatte Schild. Und zwar heftig. Aber bringt ihm alles nix. In dem Fall. Es bringt ihm nix. Und nächster Tag. Und kabumm. Nochmal ein Sieg. Sehr geil. Wir sind in den 90ern. Yippie. Nie mehr lange, nie mehr lange, nie mehr lange. Oh Gott, lass es funktionieren. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, okay. Wie viel Schild haut denn der Penner raus? Das ist ja der Wahnsinn. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das könnte schief gehen. Nein, komm. Kick ihn, kick ihn. Also wir Schaden raushauen und er bricht nicht zusammen. Stattdessen könnte er immer mehr. Oh, oh. Komm, 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 komm. Knack ihn noch, bitte. Knack ihn. Ah, scheiße, jetzt kommt irgendwann mal das Time Limit und ich fürchte, das kickt uns raus. Scheiße. Wie viel Leben hatten er eigentlich auch? Der barbarisch. Das ist 15 Millionen, oder? Oder noch mehr? Ne, 108. Hä? Man sieht die Stelle nicht, aber ich fürchte, der hatte über 100 Millionen Leben. Ach du Scheiße. Okay, gut. Der hat den Dragon Yorb oder so ähnlich. Deutlich krasser gespielt scheinbar. Ich wüsste zumindest nicht, wie der sonst so oft so viel Leben kommt. Noch läuft's gegen Cass. Support. Ah ja, Supporter. Ja gut, okay. Das hatte ich befürchtet. Die Pro-Gamer wieder. Pro-Gamer. Ja. Wie ich es befürchtet hatte. Wie viel verrückt Schaden hatten der da eigentlich? 3,8 Milliarden oder was? Lebenspunkte. Ja, scheiße. Okay. Scheiße, okay. Ja, schade. Kurz vorm Ziel, hart ausgebremst. Mit dem Schild macht er so viel Schaden, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist halt auch ganz geil, das dunkle Schild, wenn man es früh genug skaliert kriegt, knallt das halt unmenschlich rein. Dann hat er noch ein paar von diesen Orbs. Nightquill, ja, triggert halt wie Scheiße. Ja, krass. Joa, kann man sich mal merken. Mit der Defensivwaffe Schaden machen ist halt auch ganz gut. Ja, jetzt gucken wir mal. Leider hat es nicht funktioniert, aber wir sind mal krass hoch vom Level, das ist geil. Und ich glaube, wir lassen einfach mal die Eiche oder The Oak jetzt noch. Ich möchte wissen, wie viel Schaden wir mit diesem Bild auf die Eiche kriegen. Sollte mir eigentlich, ich schätze mal, eine Plakette geben, oder? Für so viel Schaden. Bis sie. Schade. Schade, schade, schade. Tag 91, 85 Siege und dann rennen wir in den einen Knaller rein. Ich hab's oft genug während des Runs gesagt, so. Es wird ein größerer Fisch rumlaufen und das war jetzt leider einer dieser größeren Fische. Mit übermenschlich viel Leben, das wir da waren. Na gut. Trotzdem das Setup. Wie immer noch geil. Wir hatten vielleicht ein bisschen wenig Leben oder doch zu wenig Schaden, um ihn zu knacken. Wobei wir hatten ihn eigentlich auf der Hälfte runter. Also am Anfang haben wir ihm auf jeden Fall brutal reingehaut und auch ganz gut Schaden gemacht. Aber dann halt nicht. Aber jetzt mal Eiche. Gucken wir mal. Das müsste ein neuer Rekord werden. Der knallt halt auch raus. Und wie sich die Buffs decken, ist halt auch geil. 500.000 Gift schon. Was? Ja. Also ich bin nicht unzufrieden mit meinem Bild. Noch zufriedener wäre natürlich der Tag 100 gewesen, aber ja mal, versuchen wir es halt nochmal an einem anderen Tag mit vielleicht einem anderen Bild. Bisschen angepasst. Ich glaube, mehr Amulette könnten helfen. Vielleicht nur eine Waffe oder halt dieses dunkle Schild oder verfluchte Schild und da den Schaden drauf packen. Dann spart man sich einen Slot drüben im Tower. Machen wir die Analyse ein anderes Mal. Jetzt gucken wir erst mal, wie viel Schaden wir rausknallen. Ordentlich. Ordentlich.
ja. Das 257 Milliarden Schadenspunkte. Ja, cool. Ja, das war's für den Run. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Bock auf Oaken Tower habt, lasst es mich wissen. Habe ich ja jetzt ein paar Mal gesagt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich da hingekommen bin, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Macht es gut. Schönen Tag euch. Meine kleine Stufe. Yippie. Ja, und wenn ihr es gut fandet, lasst gerne auch ein Abo da auf YouTube. Hilft mir weiter. Ansonsten schönen Tag euch allen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.